Es gibt eine Achterbahn, die könnt ihr nur fahren, wenn ihr A, damit klarkommt, dass es danach ziemlich kalt wird und B, dass Fischgeruch jetzt auch kein Problem für euch ist. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Review meinerseits. Wir reden heute über eine Neuheit aus dem Jahr 2024, ein Multi-Launch Family Coaster, also eine mehrfach abgeschossene Familienachterbahn von einem absoluten Premium-Hersteller, der nicht wirklich gut abgeliefert hat. Und ihr müsst wirklich kälteresistent sein und mit dem Fischgeruch klarkommen, beziehungsweise dass ihr ein bisschen auf Tuchfühlung mit anderen Tieren geht. Und diese neue Achterbahn steht im Gebäude eines ehemaligen Trackless Dark Rides. Das klingt alles super kurios und damit haben wir, glaube ich, Grund genug, darüber im Einzelnen hier mal zu sprechen. Und der eine oder andere kennt die Bahn schon, es geht um Penguin Trek. Und Penguin Trek ist ein Familienabenteuer, bei dem ihr auf Schneemobilen an der coolsten Forschungsmission teilnehmen werdet, die ihr je erlebt habt. Und das natürlich durch das Eis der Arktis. Der Wartebereich ist auch schon gestaltet wie eine Forschungsstation in der Arktis irgendwie aussehen muss. Ein bisschen spartanisch vielleicht hier, aber für USA-Verhältnisse im Freizeitpark schon ganz gut gemacht. Und wenn wir schon ein bisschen so beim Namen um Story sind, natürlich werden wir, wenn wir dann unterwegs sind, auch ganz knapp einer einstürzenden Eishöhle entkommen. Der Eingangsbereich ist auch ganz cool gestaltet. Es ist ein riesiger Felsen, der teilweise auch mit Schnee und Eis bedeckt ist, hat das große Logo über dem Eingang. Sowas finde ich immer ganz cool, sieht ziemlich pompös aus. Wobei man es nicht ganz geschafft hat, die Halle komplett zu gestalten, sondern nur im Eingangsbereich und man irgendwie denkt, wenn die Leute gefahren sind, dann ist es auch egal, sogar bevor die ausgestiegen sind. Und zum Gestalterischen auch vielleicht dann noch, dass die Schiene der Achterbahn selbst im Inneren schwarz gestrichen ist und im ganzen Außenbereich weiß. Und der Außenbereich ist gestalterisch auch eher überschaubar gehalten worden. Und zwar fahren wir nur über Kieselsteine, die in zwei verschiedenen Farben angeliefert wurden und in Mustern gelegt wurden. Das sieht dann ganz nett und ordentlich aus, solange da auch kein Unkraut durchwächst. Aber ansonsten ist es halt schon eher Brachland. Aber andererseits, wenn du weiße Kieselsteine nimmst und eigentlich durch das Eis der Arktis fährst, ist es okay. Wir sind uns natürlich auch alle darüber einig, glaube ich, dass es eine unfassbar starke Bahn wäre, wenn künstliche Felsen irgendwelche Eismassive darstellen würden, durch die man durchfahren würde. Was teilweise aber auch nicht so realistisch wäre. Also es geht, aber was erwarten wir? Also ja, man erwartet schon, dass nach dem Break Run die Bahn dann noch gestaltet ist und nicht einfach die Brachhalle da ist. Und vielleicht auch beim Dark Ride Part, bevor es losgeht, bessere Sichtachsen, dass ich nicht irgendwie ins Backstage gucken kann oder nochmal auf den Screen gucken kann, wo ja gerade die Höhle eingestürzt ist. Das macht auch nicht viel Sinn, aber ansonsten, naja. Der Park, in dem sich das Ganze befindet, ist SeaWorld Orlando. Das ist in Orlando in Florida in den USA. Und SeaWorld Orlando gehört zu United Parks and Resorts, sowie all diese anderen SeaWorlds oder auch die Busch Gardens Parks oder Sesame Street Parks, die es auch zweimal gibt. Das ist alles United Parks and Entertainment. Und SeaWorld Orlando an sich sieht schon ganz gut aus, muss man auf jeden Fall zugeben. Gestaltung ist nice, den Stil mag ich, die Farbgebung mag ich, das gefällt mir ganz gut und das ist auch wirklich weitestgehend gut durchgezogen. Und auch allgemein, wenn man so im Park unterwegs ist und dann ein bisschen so die Blicke schweifen lässt, sieht das da schon gut aus. Habt ihr vielleicht gesehen hier in unserem Vlog, den verlinke ich euch gerne auch nochmal, wie wir durch den Park gelaufen sind. Da zeigen wir euch auch das All-Day-Dining, die anderen Attraktionen und den Park im Allgemeinen. Spannenderweise war das erste Mal nach 500 Millionen Jahren, dass wir vor Ort waren und der Park gefüllt war, also wirklich stark gefüllt war und nicht wir die einzigen Menschen, die im Park waren. Und by the way, bei SeaWorld ist das Orca-Programm eingestellt, beziehungsweise läuft auch noch aus und Orca wird es da nicht mehr geben in Zukunft. Und damit sind wir auch direkt bei Daten und Fakten und wie erwähnt hat Penguin Trek 2024 eröffnet, also eine relativ neue Achterbahn noch bei SeaWorld Orlando und befindet sich im Sea of Ice Themenbereich und ersetzt, wie auch erwähnt, den Arctica Empire of the Penguin Dark Ride von 2013, der im März 2020 schon geschlossen wurde, wie auch der ganze Park, was pandemiebedingt war.
Leider hat man nicht so viel Know-how scheinbar, denn dieser Trackless Dark Ride und diese Fahrzeuge haben ja ein Akku-Batteriesystem in sich, damit sie dich ja die ganze Zeit trackless durch die Gegend fahren können. Und diese Pinguinhalle ist eine Pinguinhalle und da ist es ziemlich kalt drin und da ist es nicht so gut, wenn du einfach monatelang Batterien in diesem Kühlschrank lagerst und dann gehen diese Sachen kaputt und dann kannst du diese Attraktion nicht wieder mit eröffnen, wenn du dann wieder eröffnen kannst. Und damit war der Dark Ride Geschichte und wurde dann ein paar Jahre später durch diese Achterbahn ersetzt. Und ja, ihr habt richtig gehört, das ist ein Pinguinhaus, sage ich mal ganz einfach. Der Ausgang führt an einem Pinguingehege vorbei. Das ist unumgänglich. Du kommst aus der Achterbahn, also nach der Fahrt steigst du aus, nimmst dein Gepäck wieder, was man übrigens in der Station lassen kann, wo man kein Locker für braucht. Das ist ziemlich cool. Und gehst aus der Tür raus und stehst schon bei den Pinguinen, wo es stark nach Fisch riecht und wo es unglaublich kalt ist. Und wir sind in Florida und da kann es auch sein, dass es da mal etwas wärmer wird und du dann einfach nur in Shirts und Shorts unterwegs bist und dann deinen Aufenthalt in dem Pinguinbereich hast. Pinguine natürlich tolle Tiere, kann man sich gerne mal angucken, aber dann sammelst du dich an der Schleuse, bis du rauskommst und dann bist du ein bisschen unterwegs, bis du den Bereich verlässt. Aber da muss man sich echt drüber im Klaren sein, dass man da durch muss. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Es gibt zum Beispiel Legoland Billund auch von Zierer ein Force Coaster. Da fährt man auch an Pinguinen vorbei, an echten, aber da fährt man mit dem Zug in der Schlussbremse dran vorbei. Man läuft da nicht durch und da ist auch noch eine Scheibe zwischen. Hier bist du einfach face to face mit dem Pinguin. Es ist schon krass, weil es ist auch der Penguin Track, aber andererseits ist es auch so, was soll das denn jetzt? Zurück zum Penguin Track selbst und der Achterbahn, die von B&M gebaut wurde. Bonnier Mobiliar aus der Schweiz und Premium-Achterbahnhersteller, die sonst große, aufregende Thrill-Achterbahnen bauen. Und haben sich jetzt hier an einem Family Coaster versucht, würde ich mal sagen. Besonders fällt direkt auf, normalerweise, es ist nicht immer so, aber eigentlich kennt man B&M Achterbahn, dass 4 Leute nebeneinander sitzen. Ob es jetzt von mir aus noch Flug der Dämonen, aber auch die Black Mamba oder Silverstar, das sind Achterbahnen, die ihr bestimmt kennt und da sitzen immer 4 Leute nebeneinander. Bei Penguin Track und dem Family Launch Coaster oder dem Multi-Family Launch Coaster, Family Multi-Launch Coaster, sucht es euch aus, sitzen 2 Personen nebeneinander. Die Fahrzeuge sind ganz nett gestaltet, vor allem das Frontcar wie ein Schneemobil und man sitzt mit 2 Leuten nebeneinander und ein Wagen besteht nur aus diesen 2 Personen und damit hat man dann 10 Wagen aneinander, also 20 Personen pro Fahrzeug, die mitfahren können. 2 Züge gibt es bei Penguin Track und man hat einen Over-the-Shoulder-Lap-Bar, das heißt einen Schoßbügel, der von oben nach unten kommt. Das ist ziemlich komfortabel, man sitzt da auch wirklich gut drin und sitzt mit 2 Leuten nebeneinander. Das ist ziemlich ungewöhnlich gewesen eine Zeit lang, 2024 jetzt nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist das was Besonderes. Und wenn ihr da auch mitfahren wollt, müsst ihr mindestens 107 cm groß sein. Leider ist aber bei 198 cm auch schon wieder Schluss und da ist die Größenbeschränkung. Das ist auch so ein bisschen so ein USA-Ding immer. Und ich habe gerade 10 Wagen gesagt, das sind natürlich 9 Wagen mit 18 Personen dann pro Zug, die fahren können. Und ich habe auch Multi-Lounge gesagt, ihr werdet also aus der Station durch den Dark Ride Part fahren und rollt dann in den ersten Lounge-Abschnitt ein. LSM-Lounge ist hier verbaut, also den Synchronmotoren und dann gibt es nochmal einen zweiten LSM-Boost bei dieser Bahn. 19,8 Meter sind die maximale Höhe, die erreicht werden. 920,5 Meter Streckenlänge, das ist eigentlich schon ziemlich ordentlich. Und 69,2 km/h sind die Spitzengeschwindigkeit. Das ist ja immer noch ein Family Launch Coaster. Und das bringt uns natürlich zur Fahrt selbst. Und aus der Station raus geht es dann leicht links in den Dark Ride Part, die Show-Sektion. Und dann machen wir eine lange Rechtskurve, bestimmt fast 180 Grad. Und auf der linken Seite befindet sich ein riesiger Screen, auf dem wir dann auch ein bisschen was sehen. Der ist eigentlich ganz gut gemacht, ist donnert die ganze Zeit und wir haben so einen kleinen Mini-Drop nach links runter und bewegen uns dann, wie erwähnt, zum Launch-Bereich. Und ja, du kannst halt überall durchgucken. Das ist super schade. Du siehst den Screen nochmal, du siehst irgendwie fast die Station, auch je nachdem, wo du lang guckst. Er ist mit den Sichtachsen nicht so gut gelöst.
Und das Ganze auf so einem ja, mehr oder weniger Rumpelreibrad-Track. Wie die Dragon Coaster bei Lego, wo du dann erstmal da rumgurkst. Wobei das hier nicht so lang ist und auch ganz gut sich fährt. Keine Sorge, also es passt schon alles. Und dann kommt man zum Außenbereich und die Schiene wechselt von schwarz auf weiß. Es ist ziemlich hell, wir kommen da angerollt. Es gibt kein Schnelllauftor oder ähnliches und auch nicht wirklich irgendwie eine visuelle oder akustische Unterstützung, dass es jetzt so losgeht und dass es jetzt der Moment ist. Und dann wird man schon abgeschossen und beschleunigt bergauf. Das auch schon ganz okay. Und oben geht es dann in eine große Kehre, eine große Kurve. Die führt rechts rum, wo man anschließend ja, die Abfahrt hat und über einen Twisted Airtime Hill fährt, einen Camelback nochmal hat, dann in einen ziemlich flachen Horseshoe reinfährt, gefolgt von einem Overbanked rechts Drop. Dann geht es links einen Hügel hoch und langgezogen geht es rechts weiter und wir erreichen den LSM Boost und damit den zweiten Launch. Und es ist halt bei so einer Bahn, die jetzt keine Abfolge von irgendwelchen Elementen hat, sondern wirklich einfach nur da lang float, ein bisschen schwierig, das Layout so zu beschreiben. Und ihr seht es ja so ein bisschen in den Aufnahmen, habt das On-Ride auch gesehen. Der LSM Boost beschleunigt dann nochmal den Zug und am Ende gibt es so einen richtigen Schlag damit drin und wir fahren in eine 180 Grad aufgestellte Kurve und dann gibt es ja so viel geschaukelt, twisted Parts und hin und her gewipe und man holt nochmal rechts aus in eine Linkskurve rein und die führt dann oben in den Brake Run. Ist halt vom Layout als cool, wir cruisen da mit dem Schneemobil durch die Gletscher irgendwie. Das ganze Ding vibriert ohne Ende und hat halt auch diesen heftigen Schlag damit drin. Brake Run angekommen, geht es ein bisschen weiter nach unten in der Rechtskurve und wir fahren halt wirklich an dieser nicht verkleideten Halle vorbei, bevor es dann links in die Station an sich wieder reingeht, wo auch die Stahlträger mit diesem Brandschutzschaum so krass umhüllt sind und alles. Also Fahreigenschaften und das, was man dabei sieht, ist wirklich unterwältigend. Und damit sind wir auch schon beim Fazit zu Penguin Trek in SeaWorld Orlando. Und ja, an sich ist die Idee ja ganz gut und es sieht ganz nett aus, aber dann fehlt es doch im Detail und bei den Besonderheiten, und wenn das Ganze für Familien sein soll, dann sind da wieder viel zu viele positive G-Kräfte oder viel zu hohe positive G-Kräfte bei dem Streckenablauf, bei der Fahrt. Dann gibt es diesen Schlag, da vibriert das Ganze die ganze Zeit und irgendwo ist es halbherzig und lieblos gestaltet. Es fehlt dann teilweise, es ist irgendwie so hingeklatscht und es ist so super enttäuschend irgendwie am Ende des Tages. Es ist echt nett gedacht, aber super schwach umgesetzt und irgendwie weiß man noch nicht so ganz, wie man einen großen Family Coaster richtig gut umsetzt, habe ich das Gefühl. Leider enttäuschend, Penguin Trek in SeaWorld Orlando. Oder wie seht ihr das? Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren und dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder hier auf dem Ride Review YouTube-Kanal.